3 Tage soll sie dauern, die Überfahrt von Deutschland auf Estland. Gestern Mittag sind wir losgefahren. Und jetzt haben wir schon wieder festen Boden unter den Füßen. Und das ist so gekommen. Juna und ich sind sehr seekrank geworden. Der Mario ist seit bald 24 Stunden allein am Steuer gestanden. Und so war es einfach nicht mehr sicher zum Weiterfahren. Zum Glück hat es ganz im Südosten von Schweden eine einzelne Schäre gehabt, wo sie einen Nothafen für Fischer rausgesprengt haben. Genau dorthin sind wir gegangen. Eigentlich wollten wir nicht Halt haben in Schweden, weil wir wegen der Corona-Massnahmen mussten befürchten, in Estland 2 Wochen in Quarantäne zu gehen. Aber weitersegeln wäre in dieser Situation einfach gar nicht in Frage gekommen. Richtung Estland. Der erste Teil der Reise war sehr bumpig. Es hat uns recht umeinander gerührt. Wir hatten keinen Wind zum Stabilisieren. Und seit der Juna und mir ist es nicht so gut gegangen. Darum haben wir dann einen Notstopp eingeleitet in Rütklippan, weil das einfach nicht vernünftig gewesen wäre, weiterzumachen. Und der Mario, der ewig selber alles gemacht hat am Steuer und so. Jetzt haben wir eine Nacht gut geschlafen und uns erholt und jetzt sind wir wieder unterwegs und der See ist sehr viel angenehmer, also noch ein bisschen schwell, aber nichts mehr so, wie es hatte vor der Nacht. Ja, jetzt sind wir hier eingangs Kalmarsund und wir hoffen, dass wir noch bei Licht die engste Stelle passieren können. Und dann haben wir die Nacht, nachher drehen wir ab Richtung Gotland und haben dann irgendwo zwischen Gotland und Estland noch die zweite Nacht. Dann sind wir dann am Samstag, Verlauf am Nachmittag dort. Das ist das Neueste von uns. Ich wollte noch kurz ein Update geben wegen der Seekrankheit, die mich ja wirklich stark hält. Ich habe schon alles ausprobiert. Jeglichste natürliche Mittel, dann Itinerol, Stugeron und so weiter. Das bringt mir alles nichts. Eine Kollegin hat mir so eine Uhr empfohlen, die so eine kleine elektrische Impuls Hirn schicken irgendwie. Und dann sollte das Hirn im Magen sagen, hey, alles chillig, also okay. Das habe ich gemacht, nachher ist mir überhaupt nicht gut gegangen. Das war irgendwie too much für meinen Körper. Jetzt habe ich so ein Pflaster hier am Hals, das mich so lahmlegt, wenn ich es richtig verstanden habe. Auf jeden Fall, es ist mir gestern echt so die ersten 8 Stunden ist mir gut gegangen. Und das habe ich so schon nie gehabt. Also, es ist immer eine Stunde gegangen und nachher ist es fertig gewesen. Und erst ist wirklich der Tag durch recht gut gegangen und dann in der Nacht ist es einfach fertig gewesen. Ja, aber ich habe viel Hoffnung drin gesetzt und es ist dann gleich nicht ganz so rausgekommen, wie wir uns das gedacht haben. Von dem her, mal schauen, wie es weitergeht. Der einzige grosse Grund, den wir jetzt haben, ist hier von Schweden über auf Estland. Wir haben uns extra für die Route entlang von der schwedischen Küste entschieden, dass wir ein bisschen ruhigere See haben. Ja, und ist das der grosse Punkt.
nachher ist es von Estland über nach Finnland, das sind 50 Meilen, das ist easy machbar. Ist in einem Tag ist das machbar und das ist okay. Wenn es dann irgendwann wieder grosse Gruppe gibt von mehreren Tagen, dann müssen wir dann schauen, ob wir da irgendwie Überführungssachen machen oder so. Aber wir haben wie gemerkt, das ist einfach, ja, es ist schwierig. Aber ich liebe es unterwegs zu sein, wie du sagst, ich liebe es täglich. Ich meine, es ist perfekt dort. Es muss nachher das Licht zeigen, das wir da haben. Es ist echt traumhaft. Und auch die Anker, die Häfeli und kleinen Buchten, wo wir sind. Es ist einfach nur traumhaft schön. Und Juna ist auch mega am Geniessen und hat Freude. Und das ist echt cool für uns. Dem werden wir das Hobby sicher nicht. Aber vielleicht ein bisschen adjustieren, wie dass wir die grossen Passagen machen. We will see. So viel für den Moment. Am Abend um 10 Uhr passieren wir die engste Stelle vom Kalmarsund und fahren unter der Kalmarsundbrücke durch. Da gerade nebenan noch eine Fähre von den Finnlines. Die geht wahrscheinlich auf Helsinki, nehme ich mal an, so der Richtung her. Sie ist eine Meile entfernt. Auf dem Video sieht man es nicht so. Ich finde, sie ist mega nahe, aber ja, nach Grössenverhältnissen ein bisschen unterschiedlich. Auf jeden Fall haben wir einen traumhaften Abend mit 10 Knoten Wind und segeln mit 5,5 bis 6 Knoten dahin. Herrlich. Entschädigend für vieles, was wir jetzt in letzter Zeit erlebt haben. So das Roly-Poly-Geschmäus, das wir über von Rügen auf Richtung Schweden über. Herrlich. Jetzt schon in estnischen Gewässern. Es geht wahrscheinlich noch so 4-5 Stunden, bis wir dann in Kärla ankommen. Da hinten sieht man schon Hiiumaa, die Insel, wo unser Ziel ist. Wir haben das grosse Glück, dass wir noch mal segeln können. Wir haben jetzt wieder recht ein Gerolle gehabt. Es hat nicht so viel Wind gehabt und die Wellen sind aber so von einem blöden Winkel gekommen. Und dann, ja, jetzt haben wir aber wieder beide Segel draussen, das heisst, es ist schön stabil. Und ja, unser Ziel kommt näher und näher. Wir haben gerade vorhin noch die 5000. Seemeile mit der Stella Mira gemacht. Auch etwas zum drauf anstoßen. Und jetzt freuen wir uns einfach, wenn wir dann ankommen und ein bisschen ausruhen können. Es waren jetzt auch sehr anstrengende 4 Tage mit dieser Überfahrt.
So, wir sind gerade in Hiiumaa in Estland angekommen. Wir sind überglücklich und stoßen gerade an. Es ist krass. Wir haben jetzt insgesamt 459 Meilen gemacht seit Deutschland. Wir haben den ersten Teil, der mega schwierig war und mühsam. Und ich wollte nie mehr auf das Schiff weiter segeln. Und jetzt haben wir es geschafft und sind einfach mega happy, dass wir da sind. Und so richtig so. Ja, das war mega intensiv. Ja, und der erste Eindruck da von Hiiumaa oder von Kärla, von dem Hafen, ist mega gut. Die Leute sind mega nett. Es ist ruhig. Die Infrastruktur sieht super aus. Jetzt gehen wir uns dann anmelden und heute nehmen wir uns kurz Nachtessen und ich darf dann wieder mal schlafen. Aber es schaukelt nicht mehr. Es schaukelt nicht mehr. Ja, und Juna hat das auch mega gut gemacht. Sehr beeindruckt. Also wirklich. Ja. Sie checkt, dass das Schiff sich bewegt, sie hebt sich. Heute ist sie sehr schwach wieder gegangen. Ja, aber es hat mega getan. Aber sonst macht sie es wirklich mega gut. Also auch dort, sie hat ein bisschen gebrüllt, noch war es wieder gut gewesen. Sie macht es mega, mega gut. Heisst, wir sind stolz auf uns und auf die Juna. Und jetzt sind wir auf Hiiumaa. Hiiumaa. Anyway, wir feiern jetzt noch ein bisschen. Die nordischen Staaten setzen viel auf Seefahrtstradition. Und kurz nachdem wir angekommen sind, hängt schon unsere Flaggen am Mast. Ob wir in Quarantäne müssen und wie Hiiumaa ist zum Segeln, mehr davon im nächsten Video.